In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man diesen Indikator hier programmieren kann. Es handelt sich um den sogenannten Alligator-Indikator von Bill Williams. Und wir wollen uns einmal anschauen, wie man so etwas in MQL4 programmiert. Um das zu tun, klicken Sie bitte hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier mal den Namen Simpler Alligator, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann hier alles oberhalb der OnTick-Funktion gelöscht werden. Und auch die 2 Kommentarzeilen werden entfernt. Für die Berechnung starten wir in der OnTick-Funktion mit der in MQL4 enthaltenen Funktion iAlligator. Wenn man die einmal markiert und die F1-Taste drückt, dann sieht man, dass sie hier eine beachtliche Anzahl von Parametern benötigt. Die gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Der erste Parameter wird hier für die aktuelle Währung, also das Symbol auf dem Chart, benötigt. Unterstrich-Symbol kann das automatisch ermitteln. Genauso machen wir das mit der aktuellen Zeiteinheit auf dem Chart. Das übernimmt die Funktion Unterstrich-Period. Danach kommt der Parameter für die Jaw-Periode. Das bedeutet, wenn man sich diesen Indikator einmal anschaut und auf die Eigenschaften klickt, dann sehen wir, dass die Jaw-Periode hier 13 Kerzen, die Tiefperiode 8 Kerzen und die Lips-Periode 5 Kerzen verwendet. Zu jedem Wert gibt es auch noch einen Verschiebungswert, der sogenannte Shift-Wert. Ich habe den jetzt für alle Werte auf 0 gesetzt, denn das ermöglicht uns gleich anhand der aktuellen Kerze die Werte zu vergleichen. Als nächstes kommt die Tiefperiode. Wie bereits gesagt, verwenden wir hier 8 Kerzen. Auch hier setzen wir den Shift-Wert für die Verschiebung auf 0. Im Anschluss berechnen wir die Lips-Periode mit 5 Kerzen. Auch hier nutzen wir keinen Verschiebungswert. Danach legen wir die Methode fest, anhand der wir den gleitenden Durchschnitt berechnen möchten. Ich habe hier Mode-SMA für Simple Moving Average gewählt. Und wenn man das einmal markiert und die F1-Taste drückt, dann sehen wir hier, dass es durchaus noch andere Möglichkeiten gibt. Ich glaube, das hier ist das, was Bill Williams verwendet. Es handelt sich hier um einen geglätteten Durchschnitt. Danach legen wir fest, wie unsere Resultate berechnet werden sollen. Ich habe hier Price-Close gewählt. Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich meine, dass Bill Williams hier den Durchschnittspreis verwendet. Es folgt ein Parameter, mit dem man bestimmen kann, welcher Wert gerade ermittelt werden soll. Mode-Gator-Jaw steht hier für den Alligator-Jaw-Wert. Und zum Schluss folgt noch ein weiterer Shift-Wert. Der ist diesmal bezogen auf die Nummer der aktuellen Kerze, für die das ermittelt werden soll. Auch diesen Shift-Wert setzen wir auf 0. Danach machen wir noch die Klammer zu und setzen ein Semikolon. Und das war's für den Jaw-Wert. Da unser Indikator aber 3 unterschiedliche Werte hat, müssen wir das jetzt noch zweimal wiederholen. Um den Wert für die Teeth, also für die Zähne des Alligators, zu berechnen, machen wir das Ganze also nochmal. Das einzige, was sich hier ändert, ist dieser Parameter. Hier nutzen wir jetzt als Modus Mode-Gator Teeth, bitte alles in Großbuchstaben. Und für die Lips, also die Alligator-Lippen, wiederholen wir es nochmal und nutzen hier Mode-Gator Lips. Jetzt haben wir die 3 Werte berechnet. Damit wir etwas davon sehen, nutzen wir hier noch eine Command-Ausgabe, um uns die Werte direkt auf dem Chart ausgeben zu lassen. Wir werden in diesem Video nicht automatisch damit handeln. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass ich kein großer Fan vom Alligator bin. Aber dies war auch ein Vorschlag von einem Premium-Kursmitglied. Und wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für so ein Video haben, dann lassen Sie es mich einfach wissen. Falls Ihnen das hier alles zu schnell ging oder falls Sie keine Ahnung haben, was alle diese Codezeilen hier bewirken sollen,
dann möchten Sie sich vielleicht zunächst die anderen Videos in dieser Grundlagenserie einmal anschauen. Vielleicht ist aber auch der Premium-Kurs interessant für Sie, den finden Sie auf unserer Webseite. Für den Moment klicken wir hier mal auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. Das sollte ohne Fehler und Warnungen funktionieren, und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann klicken Sie bitte hier oben oder drücken Sie die F4-Taste, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader benötigen wir ein leeres Chart. Hier klicken wir dann auf Einfügen, Indikatoren, Bill Williams, Alligator. Bitte wählen Sie für die Jaws-Periode 13, für die Teeth-Periode 8 und für die Lips-Periode 5 aus. Alle Versatzwerte hier sind auf 0 gestellt. Als Methode nehmen wir Simple Moving Average und die Ergebnisse sollen anhand der Schlusspreise, also der Close-Preise, berechnet werden. Bitte klicken Sie auf OK, dann sollte der Alligator-Indikator jetzt auf Ihrem Chart erscheinen. Und jetzt klicken wir mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle im Chart und wählen Vorlagen, Vorlage speichern und speichern das Ganze unter dem Namen tester.tpl ab, denn das ist die Schablone, die wir gleich im Strategietester zu sehen bekommen. Den aktuellen Wert können Sie hier ersetzen. Danach klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Das ruft dann hier den Strategietester auf und hier wählen wir die neu erstellte Datei simpleralligator.ex4 aus. Bitte markieren Sie hier unten die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Hier läuft unser Alligator auch schon los. Wir spulen das mal etwas vor, halten das hier an und zeigen mit der Maus mal auf die aktuellen Werte. Hier wird für den Alligator Jaw-Wert angezeigt 1.13368. Das haben wir hier oben auch, etwas aufgerundet mit 1.1337. Für die Zähne bekommen wir einen Wert von 1.13371. Auch das ist hier korrekt ermittelt worden. Und für die Lippen haben wir 1.1385. Das stimmt auch hier mit dem berechneten Wert überein. Unser Expert Advisor funktioniert also wie gewünscht und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie mit so einem Expert Advisor die Werte für den Alligator-Indikator von Bill Williams berechnen und auf dem Chart ausgeben können. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL4.